Veronika Grimm ist Professorin an der Technischen Universität Nürnberg und Mitglied im Sachverständigenrat, dem Gremium, das die Bundesregierung in Wirtschaftsfragen berät. Und sie ist heute bei uns zu Gast beim Tag des Familienunternehmens. Frau Professorin Grimm, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, freut mich sehr. Im Frühjahrsgutachten des Sachverständigenrats wurde die Wachstumsprognose ja gerade noch einmal gesenkt auf 0,5% für das laufende Jahr 2026. Wie alarmierend ist die Lage wirklich am Standort Deutschland? Ja, ich glaube, durch diese immensen Schuldenspielräume, die wir uns genehmigt haben, ist es eben gefühlt für die Menschen noch nicht so schlimm, wie es eigentlich ist. Wir sehen eben sehr signifikante strukturelle Probleme. Wir haben eigentlich seit 2018 kein Wirtschaftswachstum realisiert. Wenn man nach vorne schaut, das Potenzialwachstum, also das Wachstum, das die Volkswirtschaft bei Normalauslastung hinlegen würde, geht jetzt gegen Null. Gegeben, dass auch geopolitisch großer Druck da ist, muss uns das große Sorgen machen. Das ist das eine. Wir sind weit davon entfernt, diese 2% Wachstum zu erreichen, die man eigentlich bräuchte, damit man gesellschaftlich auch wieder zu guten politischen Ergebnissen kommt, damit eben der Kuchen wächst, der zu verteilen ist. Und zum anderen sieht man, dass wir bei Deep Tech bei IT, Hard- und Software massiv zurückfallen, dadurch, dass wir die Aufwüchse, die in China und den Vereinigten Staaten beobachtbar sind, nicht mitgehen. Und das muss uns zu denken geben, weil das natürlich dazu führt, dass wir in einer Zeit, wo die Politik immer darüber redet, souveräner zu werden, eigentlich abhängiger werden, weil wir bei den modernen Zukunftstechnologien eben nicht auf Augenhöhe mit den führenden Nationen sind. Und das ist in die Zukunft geschaut schon ein alarmierendes Bild, wo die Politik dringend handeln muss. Es gibt auch einige im Sachverständigenrat, die sagen, wir brauchen auch tatsächlich mehr Umverteilung von ganz oben hin in die Mitte, also Stichwort Reform der Erbschaftssteuer. Können Sie uns dazu etwas näher erläutern, was Ihr Blick ist auf die aktuelle Diskussion rund um die Themen Vermögensungleichheit und eine vermeintlich oder tatsächlich notwendige Reform der Erbschaftssteuer? Bei der Erbschaftssteuer und bei der Frage, müssen starke Schultern jetzt noch mehr leisten? Das ist natürlich jetzt eine Abwägung in der aktuellen Situation. Einerseits ist es natürlich so, dass man, wenn man jetzt durch zum Beispiel die Erbschaftssteuer und die Abschaffung dieser Ausnahmen, die für Betriebsvermögen gelten, dann man da zu höheren Belastungen käme, wenn Betriebe vererbt werden, dann ist das natürlich in einer wirtschaftlich ohnehin angespannten Zeit, wo die Familienunternehmen eben die sind, die dem Standort immer noch die Treue halten, kann das natürlich dazu führen, dass es noch schlechter läuft, als es sonst ohnehin schon laufen würde. Also wir brauchen Reformen. Es ist ohnehin so, dass die Investitionen nach unten gehen. Jetzt da weitere Belastungen zu beschließen, halte ich persönlich für eigentlich eine zu große Gefahr. Das hätte man vielleicht vor 10 oder 20 Jahren noch anders gesehen, aber jetzt aktuell finde ich das eigentlich eine fehlgeleitete Debatte. Und die Vermögensungleichheit, da kann man mit verschiedenen Brillen drauf gucken. Die Vermögensungleichheit gemessen ist natürlich sehr unterschiedlich in Ländern mit einem umlagefinanzierten Rentenversicherungssystem und einem kapitalgedeckten Rentenversicherungssystem. Weil wenn kapitalgedeckt angespart wird auf personalisierten Konten, dann werden diese Erträge typischerweise dem persönlichen Vermögen zugerechnet. Das heißt, die gemessene Vermögensungleichheit ist in diesen Ländern dann einfach deswegen geringer, weil dort eine kapitalgedeckte Rente vorherrscht. Und bei uns ist es im Umlageverfahren so, dass man natürlich auch über das Umlageverfahren Leistungsansprüche erwirbt, die aber dem Vermögen nicht zugerechnet werden. Das heißt, die gemessene Vermögensungleichheit ist höher. Ja, aber das sollte man natürlich nicht zum Anlass nehmen für politische Entscheidungen, denn die Versorgung im Rentenalter ist ja in beiden Systemen gleichermaßen gesichert, vielleicht im kapitalgedeckten etwas besser. Das könnte man sich wünschen, dass man das früher schon stärker umgestellt hätte. Aber hieraus jetzt Umverteilungsargumente abzuleiten, finde ich verfehlt. Und ich glaube, man muss sich diese Situation genau angucken. Und ich würde da jetzt sehr, sehr vorsichtig sein, eben dort aufgrund der relativ hohen gemessenen Vermögensungleichheit in Deutschland nach mehr Umverteilung zu helfen. Frau Grimm, Sie haben selbst gerade eine viel beachtete Studie vorgelegt. Ganz entscheidender Punkt aus Ihrer Sicht ist die Investition in Forschung und Entwicklung. Warum ist das Thema Investition, Forschung und Entwicklung so ein wichtiger Produktivitätshebel aus Ihrer Sicht? Ja, was wir in der Studie beobachtet haben, ist, dass in den Vereinigten Staaten und auch in China die privatwirtschaftlichen Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen im Bereich IT, Hard- und Software und im Bereich Gesundheit massiv zugenommen haben in den letzten 10 Jahren. Alleine
im Bereich IT, Hard- und Software, sind es in den USA 350 Milliarden Euro umgerechnet, bald 400 Milliarden pro Jahr, die in Forschung und Entwicklung im Unternehmensbereich fließen. In der EU sind es insgesamt nur ungefähr 50 Milliarden. Und dieser Betrag hat sich in der Vergangenheit auch nicht groß erhöht. Und das muss uns zu denken geben, denn das sind ja die Technologien, die auch über die zukünftige Technologieführerschaft, Technologiesouveränität entscheiden. Und wir werden hier dadurch, dass sich nichts tut bei den Investitionen im Forschungsbereich, werden wir eben immer abhängiger von den USA in einer Zeit, in der wir immer mehr eigentlich über Souveränität auch im Sicherheitsbereich reden. Und das muss uns sehr, sehr stark zu denken geben. Das ist natürlich ein Indikator für die zukünftige Entwicklung und Umsetzung in Wertschöpfungspotenzial. Und das sind eigentlich die Wachstumsbereiche, auf die führende Industrienationen setzen müssen. Wir dürfen nicht darauf setzen, dass wir in den althergebrachten Sektoren so viel weiteres Wachstum generieren, weil da natürlich die aufstrebenden Volkswirtschaften wie China uns Konkurrenz machen und wir uns schwer tun werden, in diesem Mitteltechnologiebereich, in dem wir ja traditionell sehr stark waren, uns in der Zukunft auf den Exportmärkten im gleichen Maße durchzusetzen. Insofern müssten wir da Technologieführerschaft entwickeln, wo eben an der technologischen Grenze im Tech-Bereich um die Technologieführerschaft gerungen wird. Und das beobachten wir zurzeit nicht. Wir wissen, dass viele der auch deutschen Patente verkauft werden nach China. Sind wir da naiv? Ich glaube, wir sind eher naiv, denn wir glauben, dass wir durch Protektionismus uns gegen China langfristig durchsetzen können. Wir müssen uns eigentlich dadurch durchsetzen, dass wir in dem Technologiewettbewerb um die Führerschaft in Zukunftstechnologien mitspielen und mitmachen. China hat in der Vergangenheit einen rasanten Aufstieg hingelegt, auch dadurch zum Beispiel, dass chinesische Studierende an unsere Universitäten gekommen sind, auch in den Vereinigten Staaten, dass chinesische Wissenschaftler im westlichen Wissenschaftssystem ausgebildet wurden. Jetzt haben wir eigentlich eine umgekehrte Situation. Wir müssten viel mehr versuchen, auch im Wissenschaftsbereich mit den Chinesen zu kooperieren und da eben auch wissenschaftlichen Austausch zu pflegen. Und andererseits müssen wir unser Land fit machen, dafür eben auch in ähnlicher Geschwindigkeit Durchbrüche zu ermöglichen. Und das ist im Wesentlichen ein Regulierungsthema. Die eine Frage ist, wie reguliere ich Technologien, was darf ich überhaupt? Also das Vorsorgeprinzip in der Regulierung ist da nicht sehr klug. Ich kann mir nicht erst überlegen, was für Gefahren gehen von Technologien aus und dann verhindere ich, dass Technologien überhaupt in die Anwendung kommen im Bereich KI. Datenschutz spielt eine ganz große Rolle bei Gentechnik, bei Nukleartechnik. Wir müssen da mutiger werden, risikofreudiger werden und nach dem Innovationsprinzip regulieren. Und das zweite Thema ist Kündigungsschutz. Aufgrund des restriktiven Kündigungsschutzes auch für hochbezahlte Experten sind die Kosten des Scheiterns in Unternehmen im Hochrisikobereich, also im Hochtechnologiebereich, wo die Projekte oftmals sehr, sehr riskant sind und auch viele Vorhaben, die Unternehmen anstoßen, auch scheitern. Die Kosten des Scheiterns sind viel zu hoch, deswegen müssen wir eigentlich im Bereich der höheren Einkommen eine Art von Flexicurity-System einführen, wie es in Dänemark oder in Schweden oder auch in den Niederlanden besteht, sodass die Kosten des Scheiterns im Bereich Hochtechnologie reduziert werden. Und dann kommt auch das Wagniskapital. Dann würden wir auch zu einem attraktiven Standort in diesem Bereich.